Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, dieses Mal ohne Christoph. Oi, nein, er ist doch dabei. Er ist nur hinter den Kisten versteckt, denn wir haben einiges bestellt. Zwar nicht Lego-Sets, aber dafür einiges an Teile für unsere Stadt, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Und wie ihr seht, wir haben schon aufgeschnitten, damit wir sofort durchstarten können und euch alles zeigen können, was wir geshoppt haben. Ganz genau, ja. Bei uns hat der Postbote heute zweimal geklingelt. Wie Rita richtig gesagt hat, Bestellungen von Bricklink. Ihr werdet also sehen, was wir so an Teilen bestellt haben und natürlich auch sehen, was wir dann in Zukunft so vorhaben mit der Stadt. Genau. Und aus Sicherheitsgründen sind die schon aufgeschnitten. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein in das Paket, welches Rita vor ihr stehen hat. Das ist ein grandiosen Teilen. Genau, ein Paket aus Litauen, war jetzt, ich glaube, ungefähr 5 Wochen unterwegs mit der Post. Das hat also schon ganz schön lang gedauert, aber es sind ein paar ganz nette Steine drin, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Die wohl schönsten Steine, die wir nämlich für den Disney Castle Berg brauchen werden. Nicht nur und dafür, es kommen so auch andere Projekte da hinein. Die Weißen kommen nicht in den Disney Berg. Also das sind Steine einerseits, wie Rita richtig gesagt hat, für das Disney Castle, aber natürlich auch für den Schneeberg, den wir natürlich auch mal fertig machen müssen jetzt in der nächsten Zeit. Es geht weiter. Genauso eben auch wieder einige Teile für den Schneeberg. Ihr seht das in weiß. Dann haben wir aber auch einige Teile für die Apocalypseburg, weil ja manche von euch gesagt haben, das wäre cool, wenn rundherum am Boden bei der Apocalypseburg da so im Sand, Grau, sonstigen, das ein bisschen weitergehen würde bis zum Weg, was wir natürlich machen werden. Und dann haben wir auch noch diese hier, die sehen ein bisschen komisch aus, fand ich halt im ersten Moment. Das ist ein alter Insider-Trick von Lego. Oder was heißt der, ein Insider-Trick von Lego? Ein Insider-Trick von Lego-Bauern natürlich. Das sind eigentlich Autoachsen. Genau. Wir verwenden die aber zum Aufmauern des Fundaments für das Disney Castle. Ihr könnt euch vorstellen, so ein 2x4 Stein in Grau kostet bei manchen Händlern zwischen 15 und 20 Cent. Wenn man denselben Stein nimmt, wo hier links und rechts diese Achsaufnahmen drauf sind, bezahlt man nur 0,8 Cent. Deswegen haben wir da ein paar gekauft, denn wenn die dann im Berg drin sind, dann sieht man die sowieso nicht mehr und so bekommen wir schön eine Höhe und dasselbe haben wir auch in weiß gemacht. Die Steine, glaube ich, haben einen halben Cent das Stück gekostet und wenn man die einfach umdreht, sodass dieser Pin in den Berg hineinschaut, dann sieht man das überhaupt nicht. Also das ist, hoffen wir zumindest, dass uns das ganz gut aufgehen wird. Was haben wir dann noch? Dann geht es weiter mit einem Säckchen mit diesen hohen Zweier-Slopes, aber nur mit 1er Breite. Relativ viele in Grau. Ihr seht also, dass Rita hier mit ihrem Disney Castle viel vorhat. Und auch ein paar ganz kleine Slopes haben wir hier und lustigerweise, dass man ja als Popcorn oder als Eis verwenden kann, je nachdem. Wir werden sehen, für was wir es eigentlich wollen. Das werden wir erst sehen. Die waren anscheinend auch günstig und ich habe sie mitgenommen. Der Verkäufer hat sie hier in dasselbe Säckchen hineingegeben. Warum auch nicht? Dann nochmal dasselbe, also es wird immer spannender, aber diesmal nur 1er Höhe. Und da werden wir auch einige dafür verwenden, beim Strand so eine kleine Steinmauer aufzubauen. Damit der Strand nicht direkt an der Straße beginnt. Das werdet ihr auch in Zukunft sehen. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Und was ist das? Also der Verkäufer hat anscheinend manche Steinearten zusammengeschmissen. Ja, das sind wieder für den Schneeberg so weiße Slopes. Und weil ja auch viele von euch von den Übergängen gesprochen haben, nicht wahr? Dass dass man einfach über die Gleise so schlecht drüber kommt, haben wir jetzt auch viele von diesen bestellt. Das sind jetzt auch einige drinnen. Ich glaube an die 8. Ja, man kann nie genug Bahnübergänge haben. Wir planen ja noch einen kleinen Ausbau unserer Gleisanlage und da braucht man natürlich sowas auch immer wieder mal. Und dann haben wir noch
hier ein Säckchen voller Fliesen in dunkelgrau. Das sind die großen Achterlänge, die sich eignen, um die Überfahrt auf den Bahngleisen herzustellen. Und dazwischen gemischt sind da noch Briefe und Geldscheine, von denen man ja nie genug haben kann, wie ihr wisst. Stimmt. Oh. Dann haben wir noch Jumper Plates in, wie heißt es immer? Dieses Dark Tan und Tan. Dark Bluish Grey. Ein Name, den ich mir einfach nicht merke. Ich weiß es nicht. Aber du weißt, wofür wir die brauchen. Ja, und genau. zwar für... Die grauen brauchen wir für die Straße, denn wir bevorzugen es, nicht nur die Tiles zu nehmen auf den Straßen, das habt ihr sicher schon gesehen, sondern auch vor allem die Jumper Plates, damit die Figuren richtig stehen können und gehen können. Ganz genau. Das haben wir nämlich bei vielen anderen gesehen, die haben einfach nur die Tiles, was natürlich super cool aussieht, weil einfach das komplett flach und schön gefliest ist, aber die Figuren fallen einfach super leicht um und das ist einfach, ja, sehr schade. Ihr wisst, in unserem Alter ist das nicht mehr so gewiss mit dem Gleichgewicht. Wir schwanken dann oft so nahe bei den Tischen und fallen dann oft fast drüber Der und dann Schwindel. würden bei uns dauernd die Figuren alle umfallen. Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen stecken wir die Figuren Genau. hier auf die Jumper Plates. War es das schon? Nein, ein jetzt kleines war's Säckchen doch haben noch wir noch. kurz. Was ist? Ach so, Die Dark Tan. die Dark Ten haben wir Ja. noch gar nicht gesagt. Ja, wo Die kommen brauchen wir die hin? natürlich für den Vergnügungspark, den Weg durch den Vergnügungspark. Denn da sollen ja auch Leute stehen Genau. können und gehen können. Und ja, da braucht man natürlich auch die Jumper Plates. Genau. Und hier in diesem kleinen Säckchen haben wir noch alles Mögliche gemischt. Hier sind einerseits diese Cones, das ist endlich, damit wir jetzt mal Ja, das der Maisfeld Mais. fertig machen können. Dann sehe ich hier Bananen, ich sehe hier ja, so Geflügelkeulen. Die Leute beim Campingplatz wollen vielleicht am Abend grillen, dann müssen die ja mal was zu futtern bekommen, ordentliche Ich sehe auch Keulen. so Wasserfontänen. Genau, diese Hüte. großen Wasserteile, die spiegeln hier jetzt leider ein bisschen. Die möchtest du für ein Feuerwerk beim Disney-Schloss Ja. verwenden. Und dann haben wir noch ein paar Hosen. Den Hosen haben wir irgendwie zu wenig. Ich weiß nicht, haben die Leute ihre Ja. Hosen verloren bei uns? Da hat es auch dieses Modell hier, das sieht man jetzt nicht besonders gut, aber wir werden es euch noch mal zeigen, billig gegeben und Arbeiterhelme. Finde ich aber echt cool. Das ist so eine schwarze finde auch. Hose mit so einem Ausweis vorne drauf. Ich finde das ganz Ist, gut. glaube ich, original aus der Space Agent Serie oder irgend sowas, aber was soll's. Okay. Dieser Einkauf lag übrigens bei 72 €, falls ihr euch fragen solltet, ob das ein guter oder schlechter Deal ist. Ich finde, es ist ganz in Ordnung, also man kann auf jeden Fall damit leben. Gut. Und was hast du zu es bieten? geht zum Ninjago. zweiten, was von der Verpackung auf jeden Fall schon mal recht ansehnlich ist, denn ich liebe es, wenn Lego-Bestellungen Ja. in einem Lego-Karton kommen. Ja. Von diesem Verkäufer aus Tschechien haben wir auch schon öfter mal bestellt. Und der verpackt das meistens in alten Lego-Kartons, was wir auch sehr nett finden. Da haben wir mehr bestellt. Ja, was ist Ich jetzt hole drin? mal das erste große Säckchen heraus, wo sehr viel drin ist. Das Liebe Rita, du sieht man darfst ja gar gerne nicht. schon damit beginnen, hier hineinzuschauen. Wieder einiges für die Figuren. Ihr seht hier Tickets, Geldscheine wieder und auch viel zum Essen. Eis in allen Varianten, Brezen. Wir haben extrem wenig Brezen in unserer Stadt. Ist euch das aufgefallen? Jetzt Kann man zum nicht Glück genug nicht haben. mehr. Also immer, wenn ich Rita frage, ob sie noch was braucht und ich lasse sie dann noch was eingeben auf Bricklink, kommen meistens solche Sachen raus. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Dann noch mehr Mais, denn Oh. unser Maisfeld wurde ja erweitert. Bin schon gespannt, wie viele wir jetzt wirklich von dem brauchen. Sonst müssen wir irgendwo, sonst vielleicht hat der Bauer schon welche abgeerntet und die liegen in einer Kiste. Und Genau. Und noch mehr Hosen. noch mehr Hosen. Ja, wie Einfach gesagt, nur. ich weiß nicht, wir haben viel zu viele Oberteile und zu wenig Hosen. Das geht Genau. gar nicht. Hier sind eher Einfach nur klassische ganz Hosen. normale. In Rot, in Grün, in Blau. Die kann man eigentlich überall brauchen. Die passen überall hin. Dann haben wir hier ein paar Ketten. Ja, so graue Ketten, so schwierig kurze, zu die sehen. habe ich mir bestellt. Und zwar habe ich vor, ein paar Güterwaggons zu machen, die so Container und so Sachen drauf haben. Und da muss ja die Ladung adäquat befestigt werden. Das kann ja nicht sein, dass das Zeug ja überall herumfliegt. Also das geht gar nicht. gar nicht. Was haben wir dann als... Oh, 2 Gitarren haben wir hier. Eine normale Akustikgitarre und eine in Weiß.
die Kenner unter Sehr euch werden es schick, vielleicht sehr wissen, ich habe für die weiße ziemlich viel bezahlt. Ich glaube fast 3 Euro, denn die kam nur in dem Steamboat Willie Set vor, in dem Ideas Set. Also die ist ziemlich selten, aber wir wollten ja auch eben für die Camper am Strand zum Beispiel auch oder am Campingplatz, die müssen ja auch am Abend am Lagerfeuer Musik spielen können. Was hast du als nächstes? Oh, Das sind, glaube ich, Teile für unser Shoppingcenter. Liege ich da richtig? ihr habt uns oft gefragt, wo unser Einkaufszentrum in der Stadt ist und so weiter. Und Ja. jedenfalls, momentan ist das Einkaufszentrum noch hier in unserem Schlafzimmer, denn es ist noch nicht fertig. Wir haben jetzt so lange auf diese Steine gewartet. Das sind Steine für den Eingangsbereich in Tan, damit wir dort, wo die Stufen hinkommen, auch noch ein paar Böden hineingeben können und die sind jetzt gekommen. Also da kann jetzt der Bauspaß auch beim Einkaufszentrum weitergehen. Genau. Und dann haben wir noch 2 solche bestellt. Aus denen möchte ich Lichterketten machen, nämlich für das Haus von meinen Eltern auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht auch noch irgendwo anders hin. Denn ich weiß, meine Mom liebt Lichterketten, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ihr die Freude. Finde ich eine sehr gute Idee. Einfach so 1x1er Platten modified mit so einer Klemme und dann unten drunter irgendeine Trans Red oder Trans Green Runderstud. Das sieht sicher gut aus. Haben wir auch schon bei manchen Sets gesehen. Genau. Blumen, ja, ihr schreibt uns immer wieder, unsere Stadt muss noch grüner werden. Wir haben schon so viele Blumen gekauft. Aber wir haben noch mehr gekauft. Jedes Mal, wenn wir am Blumensetzen sind, fehlen uns wieder irgendwelche Farben. Das ist eine Katastrophe. Jetzt haben wir noch ein paar mehr gekauft. Dann haben wir noch für, ich hoffe, man sieht das, diese Oberleitungen für die Züge. Genau, kann man das so sagen? Ich glaube, der Fachbegriff ist Stromabnehmer oder sowas. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall vor kurzem mal einen Zug gekauft, wo die gefehlt haben. Genau. Und dann habe ich irgendwie bei einem Händler 6,50 Euro für einen dieser Teile bezahlt. Und dieser nette Herr aus Tschechien hatte die ziemlich günstig. Da habe ich gleich ein paar bestellt, denn es kann ja immer wieder mal sein, dass wir Züge bekommen, die defekte Stromabnehmer haben. Aha, wieder Jumperplates in Dark Tan, wieder für den Vergnügungspark. Genau, auch wieder für den Vergnügungspark eben vor der Apocalypseburg. Wieder für den damit man das ein bisschen verschönern kann. Und diese Dark Tan Steine kann auch sein, dass wir ein paar bei der Mine brauchen, denn dort ist ja auch das Areal so sandig. Das wahrscheinlich auch. Genau, die sind auch für dort oder auch für unsere kommende Unterwasserlandschaft. Das sind einfach so Rock Formations, Gebilde. Die waren relativ günstig, ich glaube ungefähr 1,5 Cent bis 2 Cent pro Stück. Manche mit Sticker, hast du davor, die Sticker runterzugeben? Ich nehme an, die Sticker kommen runter. Ich habe bei dem Händler schon ein paar Mal gesehen, dass er Sticker gerne oben lässt, aber das ist kein Problem. Wenn sie nicht zum Thema passen, dann geben wir die einfach runter und wir haben das Teil so gut wie neu in der Hand zum Verbauen. Wieder Futter, das bin ich mir sicher, dass du die Teile bestellt hast. Ach, das kann nicht sein. Diesmal sind auch sogar Kirschen dabei. In rosarot und wieder die Turkey Legs oder die, wie sagst du, die Chicken Wings. Chicken Wings und Turkey Legs und Bananen. Denn Lego-Männchen sind große Bananenfans. Oh, und das ist ein ganz besonderes Säckchen. Ich glaube, da müssen wir sogar ein paar Teile herausholen, denn die sind wirklich... Während du das rausholst, zeige ich noch kurz die Kappen her, die jetzt nicht so interessant sind. Noch mehr Bauarbeiterhelme. Genau. Das hat den Grund, dass ich gesehen habe, dass sowohl bei unserer großen Baustelle als auch auf der Mine und im Zugdepot Arbeiter mit normalen Frisuren herumlaufen, obwohl ja dort Helmpflicht ist. Also wie kann das sein? Deswegen habe ich jetzt gekauft, was ging an Helmen. So einfach ist das. Sehr gut. Wir haben hier jetzt ein paar schöne Fliesen bestellt. Vielleicht kennt ihr das coole aus dem Lego hier. Store. Aus irgendeinem Lego Store. Genau, das ist eine bedruckte 2x3 Fliese. Also hat sich das jemand gekauft. Und dann noch ein paar, die werden vielleicht irgendwo beim Vergnügungspark untergebracht. Ein paar so Landkarten und Schatzkarten. Die ein oder andere werden wir vielleicht beim Park hinten irgendwo anbringen. Also das heißt, es werden so Schilder, wo die Leute dann sehen, wo sie langlaufen können und wo sie sind, ganz genau. Ich habe schon gedacht, die machen eine Schnitzeljagd. Oder vielleicht für eine Schnitzeljagd, genau, wenn die Kamera fokussieren würde.
So, genau. Und eine Konsole für einen Zug. Wir haben nämlich irgendeinen Zug, wo auf einer Seite die Konsole fehlt. Und damit ist das auch erledigt. Die sind nicht günstig, diese bedruckten Fliesen, sind wie gesagt alles bedruckt, aber dennoch ihr Geld wert, hoffe ich. Das kenn ich doch von diesem einen von den letzten Zügen, die wir vorgestellt haben. Genau, das Da sind ist doch diese, auch sowas drauf, damit man die aufheben kann. ja, genau, für diese Container. Wie gesagt, ich habe vor, ein paar so Containerwaggons zu bauen und da braucht man dann, damit man mit den Kränen dazu kommt, immer ein bisschen Equipment. Und was haben wir hier? Eine Minifigur. Das ist die aussieht wie so eine fleischfressende Blume und da ist ein Männchen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Spiegel, also das heißt, der ist, glaube ich, aus Serie 16, kann das sein? Mit so einem, also da ist normalerweise dann der Kopf drinnen und das ist eben wie so ein, genau. Wo stellen wir den überhaupt hin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht Aber in den Zoo, es wird uns vielleicht sicher was in den einfallen. Vergnügungspark. Ich bin mir ganz sicher. Genau. War Genau. das Serie 16? Kann das sein? Das war Serie 14. Also der ist es, genau. Aus Serie 14, das war ja diese Gruselserie. Genau. Na, dann würde er eigentlich bei uns in den Gruselteil unseres Vergnügungsparks Das kann passen. auch sein. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Blumen in rosa. Die sind so zusammen eingepackt. Dann haben wir hier noch Gullideckel in Flat Silver. Wir wollten eigentlich die verchromten nehmen, aber die sind leider zu teuer mit fast, weiß ich nicht, 40 Cent pro Stück. Und diese Flat Silver, die auch so leicht glänzen, kosten nur, ich glaube, 2 Cent pro Stück. Also wir werden jetzt die mal probieren. Das sind, glaube ich, 200 Stück. Und wenn uns die gar nicht gefallen, dann nehmen wir halt noch die Chrome-Silbernen auch dazu. Aber jetzt fürs erste Mal muss das reichen, dass wir diese Flat Silver haben. Die sind einfach schon abgemixt, weißt du? Genau, so sieht es einfach aus. Das glänzt einfach alles nicht mehr so. Dann haben wir hier in Dark Tan einmal 2 Bricks hier mit diesem Ziegelprofil. Die werden wir verwenden für diverse Blumenbeete oder Mauern. Also da haben wir auch großzügig bestellt, damit wir da zusammenkommen. Und Rita hat jetzt auch wieder Figuren bestellt. Wir bekommen einfach nicht genug davon. Nein, also mein Favorit ist die Hexe hier. Also absolut diese Hexe mit dem grünen Gesicht. Die ist doch mega. Wahnsinn. Also ich bin mir noch nicht sicher, wo die hinkommt. Vielleicht vors Haus meiner Eltern. Die haben sich jetzt nämlich für Halloween so, wie nennt man das? So eine Animatronic-Figur, Genau. die ganz cool ist, gekauft. So einen Roboter, der sich so bewegt und sprechen kann und wo alles leuchtet, wenn man ihm zu nahe kommt. Und ich dachte, ich meine, das muss dann natürlich auch in der Lego-Stadt auch da präsent sein. Dann haben wir noch diese, wie nennt man das? Ja, ich glaube, das ist ein Fitness-Girl, auch aus einer Minifiguren-Serie, aber ohne Equipment, ohne ihren Radio. Genau, dann einen Dompteur und das süße Mädel hier mit ihrem Taucheranzug wird wahrscheinlich irgendwo in Richtung Strand kommen. Das glaube ich auch, außer sie ist irgendwo im Gebirge unterwegs mit ihrem Neoprenanzug, das kann sein. Hier haben wir ein paar Ersatzteile für bestehende Sets, das sind so Technikstangen und Platten. Die fehlen uns teilweise bei Zugsets. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass da nicht alles komplett ist. Das sind so Ersatzteile, die wir einfach auf unserer Wishlist haben, auf unserer Wanted-List. Und wenn es die mal wo gibt, dann bestellen wir die nach. Und dann haben wir noch ein kleines Säckchen in Blumen, die Gold sind. Ja. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Nein. Und dann noch gelbe Blumen. Also jetzt kannst du dich wirklich verwirklichen mit goldene Blumen. Den Blumen. Die haben wir übrigens auch des Preises wegen unter anderem bestellt, weil ich wollte eigentlich, glaube ich, in Gelb noch mehr haben. Aber die waren günstiger. Nicht. Wirklich, genau. Ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, die waren günstiger. Dann haben wir halt vergoldete Blumen. Dann sind unsere Blumen einfach Gold. So, das ist wir sind doch da flexibel. Beipackzettel. Es kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Und zwar, vielleicht kennt ihr diese tollen Teile hier. Mittlerweile kennen sogar ich. Die kamen in dieser Farbe nur im Set 7900 vor, in diesem Brückentransporter. Und dann, glaube ich, in Orange und Rosa auch nochmal. Ja. Und zwar gefällt mir diese Zugbrücke ziemlich gut. Und ich habe mir gedacht, naja,
man kann ja mal, wir haben das Set nur einmal, man kann ja mal 4 dieser Brückenteile vorläufig zur Sicherheit kaufen, denn vielleicht will man ja wieder mal eine Brücke bauen. Bekommt gleich der Disney-Zug eine Brücke. Und dann gibt es vielleicht irgendwo wieder mal eine Brücke. Die sind zwar nicht billig, da kostet ein Stück, glaube ich, 6 Euro. Oh Gott. Also ja, aber wenn sie nur in dem einen Set vorgekommen sind, dann Gibt's sonst ist keine das Brücken? irgendwie auch, nein, von Lego leider nicht. Und wir sind fast am Ende. Es sind nur mehr 2 große Tüten Riesensack. drinnen. Und zwar haben wir einerseits, Oh Gott, wie viel sind das bitte? ich glaube, ich müsste jetzt auf dem Zettel nachschauen, ob das nicht 4000 1x2 Fliesen in Dark Bluish Grey sind für unseren Gehsteig in der Downtown. Da haben wir schon tausende Fliesen verlegt, aber es fehlen noch immer so viele. Es ist der Ja, und Wahnsinn. es gab einige von euch, die gesagt haben, warum im Wohngebiet noch nicht? Ja, aber wir sind einfach zu langsam. Es mit dauert dem Legen. Stunden, diese Ja. Fliesen zu verlegen. Natürlich, Ja. manche von euch haben schon geschrieben, wieso kauft ihr nicht einfach die 2x2 Fliesen oder die größeren? Das Problem ist einfach, ja, bei Lego ist der Preisunterschied nicht so drastisch, aber bei diesem Händler hier kosten diese 1x2 Fliesen in Dark Bluish Grey unter 2 Cent das Stück. Und da ist es dann so, die mit Abstand günstigste Variante, halt mit etwas mehr Arbeit verbunden, aber wir müssen es in Kauf nehmen. Also wie gesagt, die kosten 2 Cent und die doppelt so großen 2x2er kosten 7 Cent. Das ist dann schon ein Unterschied. Und Oh Gott. das grande Finale, wir haben einen Leicht ganzen übertrieben. Sack mit 3000 Fliesen. Gesundheit. Da Vielleicht juckt ist... meine Nase. Bist du schon allergisch auf die Steine? Das habe ich aber nicht so gerne eigentlich. 2x2 Fliesen in Dark Tan für deinen Vergnügungspark und auch für die Wege dort. Denn die sind noch immer zu schmal. Man kann das Hogwarts Castle nur durch die Wiese erreichen. Ich wollte Und gerade sagen, das ja, ist das Problem. Ja. das muss noch ein bisschen, Ja. wir haben zwar schon ungefähr dieselbe Menge hineingeballert, aber es nimmt geht kein noch Ende. mehr. Und wie gesagt, dieser Händler, ich glaube, der Einkauf hat 270 Euro gekostet. Also das ist schon einiges, aber wenn man bedenkt, dass das hier 3000 Teile sind, das hier 3000 oder 4000, natürlich kommt da schon ein kleines Sümmchen zusammen, aber ich finde trotzdem, wir haben Auf für das jeden Geld Fall. relativ viel bekommen. Und super Sachen. Ihr wisst jetzt also, was in der nächsten Zeit so auf unserer Agenda steht. Ja. Sagt uns, wenn ihr Tipps für weitere Steinebestellungen habt. Wir sind Auf da jeden immer Fall. offen für diverse Hinweise. Auch ansonsten immer vielen Dank Super Ideen für übrigens, eure ja. Ideen und eure Ja. Kommentare. Die inspirieren uns immer sehr. Und ja, wir haben jetzt wieder ein wenig was zu tun. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr immer so brav bei uns einschaltet. Und dann gibt es sicher wieder mal ein neues Video, wo ihr diese ganzen Steine dann auch in der Lego City oder im Einkaufszentrum verbaut sehen werdet. Wir freuen uns schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.